Moin! Für uns ging es ein paar Tage nach Los Angeles. Hier haben wir uns ganz ausgiebig Downtown angeschaut, waren unterwegs auf den Spuren der Stars in Hollywood und haben natürlich auch ein paar Stunden an einem schönen Strand verbracht, nämlich in Venice Beach. Das und noch vieles mehr seht ihr nun in unserem Video. Viel Spaß! Wir fliegen von München direkt nach Los Angeles. Der A380 der Lufthansa bringt uns hier in 12 Stunden ans Ziel. Wir wollen mit dem U-Bahn zu unserer Unterkunft fahren. Vom Flughafen in Los Angeles fährt allerdings nicht direkt ein Taxi oder Uber. Mit einem Bus wird man zu dem entsprechenden großen Parkplatz gefahren, von wo aus dann die Taxis und Uber starten. Mit dem Uber geht es für uns in etwa einer halben Stunde nach Downtown. Hier befindet sich das kleine Apartment von unserem Freund Stefan. Ihr könnt es auch über Airbnb buchen. An dem Portier vorbei geht es für uns also in den 8. Stock. Von hier hat man auf jeden Fall schon eine super Aussicht über Downtown. Neben dem großen und hellen Wohnzimmer mit integrierter Küche verfügt das Apartment noch über ein Schlafzimmer sowie das Badezimmer. Richtig cool finden wir dieses riesige Fenster hier im Wohnzimmer. Dadurch bekommt die Wohnung zum einen so einen Loft-Charakter und man hat natürlich wirklich zu jeder Tageszeit einen atemberaubenden Blick über die Stadt. Insgesamt hat das hier wirklich alles, was man für einen Aufenthalt in Los Angeles für ein paar Tage benötigt. Das besondere Highlight der Wohnung wartet aber noch mal ein paar Stockwerke weiter oben. Gemeinsam mit den anderen Bewohnern des Hauses kann man sich hier den riesengroßen Pool und den Whirlpool teilen. Tagsüber, aber vor allem auch abends hat man so einen wirklich wunderbaren Blick über Downtown Los Angeles. Den Link zu dem Apartment findet ihr übrigens in unserer Videobeschreibung. In der unmittelbaren Umgebung des Apartments findet ihr übrigens alles, was man braucht. Uns hat es vor allem dieser kleine Tacoladen hier angetan. 24 Stunden an 7 Tagen die Woche kriegt man hier wirklich leckere Tacos für kleines und faires Geld. Wir schauen uns nun zunächst den Broadway an. Von etwa 1905 bis in die 50er Jahre galt der Broadway als das Zentrum der Stadt. Es war dabei nicht nur die wichtigste Einkaufsstraße von LA, sondern auch das wichtigste Theater- und Filmpalastviertel der ganzen Stadt. Zwischen 1910 und 1931 wurden hier 12 Kinos gebaut. Bis 1931 wies das Viertel damit die höchste Kinodichte der Welt auf und bot mehr als 15.000 Zuschauern Platz. Damals galt der Broadway deshalb als das wichtigste Unterhaltungszentrum von ganz LA. Als erstes Gebäude fällt uns das Apple Tower Theater auf. Hierbei handelt es sich wirklich um ein wichtiges und geschichtsträchtiges Gebäude. 1927 wurde es entworfen und es war damals das allererste Kino in LA, das technisch bereits dafür vorgesehen war, Filme mit Ton abzuspielen. 1988 wurde das Kino damals dann geschlossen. Gemeinsam mit der Stadt LA und verschiedenen Experten hat Apple dann sorgfältig das Theater restauriert. Es ist wirklich schön zu sehen, dass all diese kleinen wunderschönen Details, all der Stuck und vor allem auch diese wahnsinnig schöne bemalte Decke erhalten geblieben sind. Als nächstes bekommen wir Lust auf einen guten Kaffee. Im Broadway Arcade Building finden wir hier wirklich viele Angebote. 1924 wurde diese Einkaufspassage errichtet. Man kann auf jeden Fall mal durchlaufen und sich die schöne Architektur anschauen. Nun schauen wir uns noch das sogenannte Bradbury Building an. Dieses wurde 1893 erbaut und ist damit eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude in der Innenstadt von LA. Das Gebäude wurde damals von Louis Bradbury in Auftrag gegeben, einem reichen Geschäftsmann, der durch den Bergbau zu Erfolg kam. Wegen seiner spannenden und schönen Architektur wurde es auch als Filmkulisse verwendet. So wurde hier zum Beispiel der berühmte Film Blade Runner gedreht. Wir bekommen langsam Hunger und gehen mal zum Grand Central Market. Damals, als er 1917 geöffnet wurde, lief das Ganze noch unter dem Namen Wonder Market. Damals wurde er der größte und schönste öffentliche Markt an der ganzen Pazifikküste genannt. Heute findet man in der Markthalle 40 verschiedene Essensstände. Dabei gibt es einige Anbieter, die seit über einem halben Jahrhundert Mieter in dem Grand Central Market sind. Aber natürlich finden auch immer wieder neue, aufstrebende Köche dort ihren Platz.
Der Markt ist wirklich ein kleiner Mikrokosmos der historischen Einwanderungsgemeinschaften, die Los Angeles ja durchaus prägen. Wir wollen jetzt mit der Angels Flight Railway fahren. Hierbei handelt es sich um eine 118 Jahre alte Standseilbahn. 1901 wurde sie eröffnet und ist die kürzeste Bahn der Welt. Mehr als 100 Millionen Fahrten hat man hier bereits absolviert. Für $1 pro Strecke kann man hier ein bisschen historische Luft schnuppern. Wir würden euch das auf jeden Fall empfehlen. Wir laufen weiter und kommen an der Walt Disney Concert Hall vorbei. Diese Konzerthalle ist wirklich ein beeindruckendes und architektonisches Meisterwerk. Entworfen wurde es von dem Architekten Frank Gehry und dann im Jahre 2003 eröffnet. Das Los Angeles Philharmonic spielt hier regelmäßig seine Konzerte. Die Halle bietet insgesamt Platz für ca. 2260 Zuschauer und ist ein beliebter Veranstaltungsort, nicht nur für Konzerte, sondern auch für kulturelle Events und andere Aufführungen. Jetzt wollen wir uns gerne Chinatown ansehen. Das ist wirklich ein ziemlich lebendiges und kulturelles Viertel. Es wurde in den 30er Jahren gegründet und ist bekannt für seine einzigartige Architektur, die nicht nur die traditionellen chinesischen Stilelemente, sondern eben auch moderne Einflüsse kombiniert. Hier findet man wirklich eine Vielzahl von Restaurants, Geschäften und auch Märkten. Überall werden authentische chinesische Küche und Produkte angeboten. Wir finden wirklich, dass das Viertel eine tolle Mischung aus Tradition und Moderne anbietet. Ein toller Ort, um ein wenig die chinesische Kultur in Los Angeles zu erleben. Unser nächster Halt ist die Union Station. Sie wurde im Jahre 1939 eröffnet und ist nicht nur ein historischer Bahnhof, sondern auch ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt Los Angeles. Die Union Station gilt als der größte Bahnhof in ganz Kalifornien und ist bekannt für ihren beeindruckenden Art-Deco-Stil. Dieser spiegelt sich in den Innenräumen und der markanten Fassade wider. Der Bahnhof dient als wichtiger Verkehrsknotenpunkt, auch wenn wir wirklich sagen müssen, dass das öffentliche Verkehrsnetz in LA nicht besonders ausgebaut zu sein scheint. Neben ihrer Funktion als Bahnhof ist die Union Station übrigens auch ein beliebter Ort für Veranstaltungen und Filmproduktionen. Die weitläufigen Wartehallen mit ihren kunstvollen Fliesen machen die Union Station wirklich zu einem angenehmen Ort, um zu verweilen. Im Vergleich zu den Bahnhöfen, die wir so kennen, hat sie quasi den Flair eines Ruheraums. Direkt am Ausgang der Union Station liegt die Olvera Street, die wir uns jetzt mal ansehen wollen. Hierbei handelt es sich um einen historischen Markt, welcher auch ein lebendiges kulturelles Zentrum ist. Die Straße wurde in den 30er Jahren als Teil eines Projekts zur Erhaltung der mexikanischen Kultur und Geschichte in LA revitalisiert. Sie ist bekannt für ihre vielen bunten Stände, die handgefertigten Waren, Kunsthandwerk, Schmuck und traditionelle mexikanische Lebensmittel. Besucher können hier authentische mexikanische Gerichte in den kleinen Buden genießen. Die Atmosphäre hier ist wirklich lebhaft und einladend, schaut hier auf alle Fälle mal vorbei. Für uns geht es jetzt in das nächste asiatische Viertel, nämlich nach Little Tokyo. Wir schauen uns hier das Historic District an. Dieses Viertel ist wirklich reich an Geschichte und Kultur. Es ist eines der ältesten japanischen Viertel in den Vereinigten Staaten und spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der japanischen Einwanderung in Amerika. In Little Tokyo findet man wirklich eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Und sie alle haben eins gemeinsam, sie feiern die japanische Kultur und ihre Traditionen. Wir glauben, Little Tokyo ist nicht nur ein Ort für Touristen, sondern wirklich auch ein lebendiger Teil der Gemeinschaft. Hier versammeln sich Menschen, um die Kultur zu genießen und um sie zu bewahren. Wir wollen jetzt ein bisschen Kreativität schnuppern und landen im Arts District. Das ist wirklich ein sehr lebendiges und kreatives Viertel, das für seine beeindruckende Kunstszene bekannt ist. Man findet hier aber auch trendige Cafés und wirklich einzigartige Geschäfte. Das Arts District hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Hotspot für Künstler, Designer und Kreative entwickelt. Man findet hier zahlreiche Galerien, Street Art und Wandmalereien. Sowas finden wir ja immer sehr cool.
Alte Lagerhäuser wurden in Ateliers, Lofts und Veranstaltungsräume umgewandelt. Hierdurch hat das Arts District seinen charakteristischen industriellen Charme bekommen. Man findet hier natürlich auch einige Restaurants und Bars. Uns hat es in die Brewery verschlagen. Hier bekommt man wirklich richtig viel Auswahl an verschiedenen Bieren. Und auch das mögen wir ja sehr gerne. Wir finden, dass ein Besuch im Arts District auf jeden Fall empfehlenswert ist. Wir mögen ja auch Streetfood, deshalb wollten wir unbedingt nach Smorgasburg. Das ist ein wöchentliches Foodmarkt-Event mit vielen Essensständen und Foodtrucks. Neben dem Essen gibt es auch lokale Produkte, Kunsthandwerk und Live-Unterhaltung. Als wir da waren, spielte ein echt cooler DJ. Smorgasburg ist ein beliebter Treffpunkt für Foodliebhaber in lebendiger Atmosphäre. Wenn man also gerne neue Gerichte ausprobiert und eine entspannte Zeit verbringen möchte, dann ist das Ganze definitiv einen Besuch wert. Auf unserem Weg zum Food Market sind wir am Flower District vorbeigekommen. Das ist ein Blumenmarkt, beziehungsweise ehrlich gesagt ein ganzes Blumenviertel. Der Markt bietet eine riesige Auswahl an Blumen, von klassischen Rosen bis hin zu exotischen Pflanzen und ist vor allem ein beliebter Anlaufpunkt, wenn es um Hochzeiten, Veranstaltungen oder sonstige Dekorationen geht. Man findet hier wirklich alles, von sehr elegant bis hin zu wirklich sehr, sehr kitschig. Die Verkäufer sind unaufdringlich, man kann hier super einfach durchlaufen und sich alles ganz in Ruhe ansehen. Auf unserer To-Do-Liste steht noch ein richtig cooles Geschäft. The Last Bookstore. Das ist eine der bekanntesten Buchhandlungen in ganz Los Angeles und hat sich zu einem kulturellen Wahrzeichen entwickelt. Der Laden befindet sich im historischen Gebäude einer ehemaligen Bank. Der Tresor steht sogar noch drin und ist nun Teil der Ausstellungsfläche. Man findet hier aber nicht nur neue und gebrauchte Bücher, sondern auch Schallplatten, Comics und sonstige Kunstwerke. Hier werden wirklich Leser aller möglichen Interessensgebiete fündig. Richtig cool und spannend fanden wir die kreativen und einladenden Räume, zum Beispiel dieser Buchtunnel hier. Diese Installation wurde aus alten Büchern gebastelt. Insgesamt kann man hier in diesem Laden wirklich nicht nur einkaufen. Man merkt hier die Liebe zur Literatur und die Liebe zur Kunst und von daher würden wir euch einen Besuch auf jeden Fall ans Herz legen. Unser letztes Ziel in Downtown ist das Financial District. Hierbei handelt es sich um ein bedeutendes Geschäftsviertel der Stadt. Das Viertel ist bekannt für seine beeindruckende Skyline, die von Hochhäusern und modernen Bürogebäuden geprägt ist. Dazu gehören einige der höchsten Gebäude von ganz LA, wie zum Beispiel der US Bank Tower. Wie der Name Financial District schon sagt, handelt es sich hierbei um das wirtschaftliche Herz von Los Angeles. Hier sind viele große Banken, Versicherungsunternehmen und natürlich Investmentfirmen angesiedelt. In den letzten Jahren wurde wirklich viel daran gearbeitet, das Viertel positiv zu gestalten und zu verändern. Viele ältere Gebäude wurden renoviert und durch neue ersetzt. Es gibt auch eine wachsende Anzahl von Wohngebäuden, die das Viertel attraktiver für junge Berufstätige machen. Insgesamt kann man schon sagen, dass das Financial District ein wirklich dynamisches und wichtiges Zentrum von Los Angeles ist. Es spielt nicht nur geschäftlich eine große Rolle, sondern hat auch kulturell einiges zu bieten. Für uns geht es jetzt aber nach Hollywood und wir starten dort mit dem Griffith Observatory. Das Observatorium selbst ist eines der bekanntesten Wahrzeichen von Los Angeles und befindet sich im Griffith Park in Hollywood. Es wurde 1935 eröffnet und ist besonders berühmt für seine beeindruckende Architektur und auch seine Rolle als Bildungs- und Forschungszentrum, sowohl für Astronomie als auch für die Raumfahrt. Im Observatorium findet man dann mehrere Teleskope, darunter auch das berühmte Zeiss Hauptteleskop. Das soll ein hervorragendes Instrument sein für die Beobachtung von Himmelskörpern. Das Observatorium ist ebenfalls bekannt dafür, dass es sich immer bemüht, Astronomie und Wissenschaft der Öffentlichkeit näher zu bringen. So ist der Eintritt zum Beispiel auch frei. Von der Terrasse des Observatoriums hat man einen spektakulären Blick auf ganz LA.
Dies macht es zu einem beliebten Ort für Touristen und auch Einheimische, um sowohl den Blick auf die Stadt als auch den Nachthimmel zu genießen. Richtig cool fanden wir übrigens diesen Tesla-Spulengenerator hier. Diese Tesla-Spule wurde von Nikola Tesla entwickelt und ist eine Art von Hochspannungstransformator. Alle paar Minuten betätigt ein Mitarbeiter die Spule, sodass man dann die schönen Blitze selber sehen kann. Direkt im Eingangsbereich hat uns noch diese Pendeluhr hier ganz gut gefallen. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Foucault-Pendel. Durch die Schwingungen der Erdrotation kann hier die Uhrzeit abgelesen werden. Bereits von hier oben am Observatorium sehen wir aus der Ferne auch das berühmte Hollywood-Sign. Naja, und ist ja klar, das wollen wir uns dann als nächstes auch unbedingt aus der Nähe anschauen. Wir haben dazu The Last House on Mulholland gegoogelt und sind bis dahin mit dem Auto gefahren. Von dort kann man dann super das letzte Stück noch laufen. Ganz ursprünglich wurde das Hollywood-Sign 1923 errichtet. Es war ursprünglich als Hollywood-Land-Zeichen bekannt. Die Intention damals war, Werbung für die Immobilienentwicklung in der Gegend von Hollywood zu machen. Das Hollywood-Sign ist heute wohl das berühmteste Zeichen für die Film- und Unterhaltungsindustrie. Und nun auf zum Hollywood Boulevard. Das ist wohl eine der bekanntesten Straßen in ganz Los Angeles. Berühmt wird es vor allem wohl durch seinen Walk of Fame sein. Wer kennt sie nicht, die ganzen Sterne, die man überall im Fernsehen und in den Medien immer wieder sieht. Der Walk of Fame ist am Ende ein Gehweg, der mit über 2600 Sternen geschmückt ist. Jeder Stern beherbergt eine prominente Persönlichkeit aus der Unterhaltungsindustrie. Diese werden dadurch natürlich auf ihre ganz besondere Weise geehrt. Läuft man dort entlang, dann kommt man auch am TCL Chinese Theater vorbei. Das ist bekannt für seine Hand- und Fußabdrücke von besonders berühmten Hollywood-Stars. Es handelt sich dabei um ein historisches Kino, das regelmäßig Premieren und große Events ausrichtet. Hier ist man dann wirklich Hand in Hand mit seinen größten Idolen unterwegs, wenn man das möchte. Direkt daneben liegt das Dolby Theater. Hier haben schon ganz schön viele berühmte Persönlichkeiten ihren Fuß durch die Tür gesetzt. Hier werden nämlich jährlich die sogenannten Oscars verliehen. Wenn man hier durchläuft und sieht, welche Filme im Laufe der letzten Jahrzehnte so geehrt wurden, dann kann man schon wirklich ein bisschen in Filmgeschichte schwelgen. Wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, hier mal reinzugehen und sich das anzuschauen. Ansonsten wimmelt es hier am Hollywood Boulevard nur so von Souvenirshops, verschiedensten Bustouren, Museen und Theatern. Unsere Autofahrt führt uns auch immer wieder über den wunderschönen Sunset Boulevard, auch eine sehr berühmte Straße in Los Angeles. Der Sunset Boulevard selbst ist 35 Kilometer lang und verläuft vom Pacific Coast Highway bis hin zum Hollywood Freeway. Hier entlang zu fahren, durch die Sonne, rechts und links die Palmen, da schnuppert man auf jeden Fall echte Hollywood-Luft. Uns hat das sehr gut gefallen. Auf dem Sunset Boulevard gibt es auch einen sehr berühmten Laden, das sogenannte Guitar Center. Hier findet man wirklich eine riesige Auswahl an Gitarren, Schlagzeugen, Verstärkern, Keyboards und sonstigem Musikzubehör. Hier haben im Laufe der Jahre viele berühmte Musiker und Bands ihre Instrumente gekauft und das Geschäft generell besucht. Neben der Eingangstür des Guitar Centers findet man den sogenannten Rock Walk. Ähnlich wie auch schon auf dem Walk of Fame haben hier viele Rocklegenden und Gitarrengrößen ihre Handabdrücke und Unterschriften in Zementblöcken hinterlassen. Jetzt begeben wir uns mal auf die Spuren der Reichen und Schönen. Auf nach Beverly Hills. Beverly Hills ist eine sehr wohlhabende Stadt in Los Angeles. Sie ist bekannt für ihren luxuriösen Lebensstil, die elegante Architektur und natürlich für ihre berühmten Einwohner. Die Stadt wurde im Jahre 1914 gegründet und ist vor allem als Wohnort von prominenten und sehr wohlhabenden Personen bekannt. Die Kriminalitätsrate ist sehr gering und für die Bewohner wird hier wirklich eine sehr, sehr hohe Lebensqualität geboten. Egal, wo man langfährt oder langläuft, überall stehen sie, diese wahnsinnig prächtigen Villen und die gepflegten Straßen. Sehr berühmt ist natürlich auch der Rodeo Drive, eine wohl der bekanntesten Einkaufsstraßen der ganzen Welt. Hier findet man wirklich ein luxuriöses Geschäft neben dem nächsten. Da brennt die Kreditkarte schon ordentlich, wenn man hier mal richtig shoppen gehen will.
Spätestens, wenn man den Film Pretty Woman mit Julia Roberts gesehen hat, dann sollte einem die Straße auf jeden Fall ein Begriff sein. Hier lief sie lang und shoppte, was das Zeug hält. Aber egal, ob man hier seine Kreditkarte zum Einsatz bringen will oder nicht. Rumzulaufen, ein bisschen in den Schaufenstern zu gucken, die Autos, die Leute und das ganze Ambiente zu beobachten, das macht auf jeden Fall Spaß und ist sicherlich ein Erlebnis wert. Direkt angrenzend an Beverly Hills liegt das wohlhabende und exklusive Viertel Bel Air. Hier findet man luxuriöse Immobilien, wahnsinnig weitläufige Grundstücke und wirklich herrliche Ausblicke. Nicht nur in Beverly Hills leben also reiche und berühmte Persönlichkeiten, sondern eben auch hier in Bel Air. Der Stadtteil ist bekannt für seine opulenten Villen und die prächtigen Anwesen. Fährt man hier durch die Straße, dann sieht man allerdings meistens wirklich nur die großen Hecken, die diese Grundstücke umgeben. Denn wirklich Einblicke wollen die Bewohner wohl nicht geben. Da das Viertel direkt auf den Hügeln liegt, hat man hier wirklich einen großartigen Blick auf Los Angeles. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum das Viertel überhaupt so beliebt geworden ist. Dadurch ist das Ganze natürlich wirklich noch mehr abgeschieden und hat einen Hauch von Intimität. Man kann hier auf jeden Fall super mit dem Auto durchfahren und einfach schauen. Wirklich Einblicke in die wunderschönen Häuser und Grundstücke bekommt man dabei natürlich nicht. Trotzdem finden wir, dass es sich lohnt und Spaß macht. Jetzt geht es für uns aber mal in eine ganz andere Ecke, nämlich nach Santa Monica und Venice. Und wir wollen hier mit den sogenannten Venice-Kanälen starten. Venice ist ein Stadtteil von Los Angeles und die Venice Canals sind ein historisches Viertel in diesem Stadtteil. Abbott Kinney, ein prominenter Immobilienentwickler und auch Visionär, hat 1905 die Venice Canals erbaut. Er wollte damit den Charme der italienischen Stadt Venedig nach Kalifornien bringen. Und das hat er irgendwie auch geschafft. Heutzutage schlängeln sich eine Reihe von Kanälen durch das kleine Viertel. Man findet hier malerische Häuser, die darum herum gebaut sind. Oft sind sie im mediterranen oder im kalifornischen Küstenstil erbaut. Hier ist es wirklich wahnsinnig ruhig, ein bisschen idyllisch und total schön. Die einzelnen Kanäle sind mit Holzbrücken verbunden, sodass man hier als Besucher Zugang zu verschiedenen Häusern und dem wunderschönen Kanalnetz hat. Kein Wunder also, dass es ein so beliebter Ort für Spaziergänge, aber auch für kleinere Bootsfahrten ist. Für uns war das hier auf jeden Fall eines der Highlights des ganzen Trips. Die Sonne, den Strand und das Meer, das lieben wir. Deshalb geht's jetzt endlich nach Venice Beach. An dem langen und breiten Sandstrand kann man aber nicht nur Sonnenbaden, schwimmen oder Beachvolleyball spielen. Man kann genauso auch entlang der Strandpromenade ein bisschen spazieren gehen. Hier gibt es wirklich eine wahnsinnig lebendige Mischung aus verschiedensten Straßenkünstlern, Verkäufern und natürlich Essensständen. Hier kann man nicht nur spazieren gehen, sondern einige fahren auch mit ihren Rollerblades oder fahren Fahrrad. Überall findet man super coole Straßenkunst und auch Street Art an den Wänden. Und dann gelangt man zum Venice Beach Skate Park. Hier haben wir persönlich uns richtig drauf gefreut und auch einige Stunden hier verbracht. Den Skatern zuzuschauen, wie sie da zum Teil waghalsige Kunststücke fabrizieren, das macht schon wirklich richtig Freude. Das Ganze in der puren Sonne mit den Palmen und dem Blick aufs Meer ist einfach traumhaft schön. Man kann hier wirklich einen super entspannten Tag verbringen. Viele haben wahrscheinlich auch von dem sogenannten Muscle Beach gehört. Ein Paradies für Fitness- und Bodybuilder. Eigentlich handelt es sich hierbei lediglich um eine Freiluft-Fitnessanlage. In den 30er Jahren wurde sie gegründet und ist seither ein legendärer Ort für Bodybuilder und Fitnessenthusiasten. Auch bekannt wurde er übrigens durch Arnold Schwarzenegger. Als dieser in den 60er Jahren nach Kalifornien zog, hat er regelmäßig am Muscle Beach trainiert. Wenn man mag, dann kann man hier natürlich auch ein bisschen beim Training zuschauen. Wenn man uns fragt, dann ist auf jeden Fall Venice Beach ein echtes Highlight von Los Angeles. Hier einfach ein bisschen die Zeit vertreiben lassen, den Leuten zuschauen und das Ganze auf sich wirken lassen, mit dem Blick in die Palmen, auf das Meer. Für uns gibt es wirklich nichts Cooleres in dem Moment. Ganz
in der Nähe von Venice Beach ist der Santa Monica Pier. Das ist eines der bekanntesten Wahrzeichen in Kalifornien und ein wahnsinnig beliebtes Touristenziel. Der Pier wurde 1909 eröffnet und bietet eine coole Kombination aus Freizeitmöglichkeiten, historischen Attraktionen und beeindruckenden Ausblicken auf den Pazifischen Ozean. Am Pier befindet sich auch der Pacific Park. Hierbei handelt es sich um einen Vergnügungspark, der ein Riesenrad, ein Karussell, Spielhallen und verschiedenste Fahrgeschäfte umfasst. Das Riesenrad ist hierbei natürlich besonders auffällig und auch schon aus der Ferne zu sehen. Es bietet eine spektakuläre Aussicht auf die Umgebung, wenn man darauf gehen mag. Und natürlich findet man auch hier verschiedenste Restaurants und Souvenirläden. Hier befindet sich übrigens auch das physische Ende der berühmten Route 66. Hierbei handelt es sich um eine ursprünglich 3.939 Kilometer lange Straße von Chicago nach Santa Monica. An der Stelle wollen wir euch gerne einen kleinen Restaurant-Tipp geben. Das Che hat uns hier in Santa Monica ganz besonders gut gefallen. Darauf gestoßen sind wir durch die Fernsehserie Goliath, in der Billy Bob Thornton die Hauptrolle als Billy McBride spielt. Vielleicht kennt ihr sie ja. Billy McBride hängt auf jeden Fall relativ häufig im Che ab. Naja, und wir haben uns gedacht, wir schauen mal rein. Es handelt sich dabei aber tatsächlich um ein recht legendäres Restaurant bzw. eine Bar in Santa Monica. Im Jahre 1959 wurde sie bereits eröffnet. Die Atmosphäre hier ist wirklich sehr entspannt und man hat wirklich den Eindruck, dass sich sowohl Einheimische als auch Touristen hier treffen. Man bekommt hier sowohl Steaks, Meeresfrüchte, Burger und verschiedenste Vorspeisen. Wir fanden, in dieser gemütlichen Atmosphäre zu sitzen und den Abend ausklingen zu lassen, auf jeden Fall lohnenswert und würden euch das Restaurant ganz doll ans Herz legen. Wir wollen jetzt nach Malibu fahren und als Route wählen wir den Weg durch die Berge mit einer total schönen Aussicht aufs Meer und die Natur. Unser erster Halt ist die Malibu Lagoon. Hierbei handelt es sich um ein wunderschönes Feuchtgebiet, welches umgeben ist von Sanddünen, Stränden und felsigen Klippen. Die Malibu Lagoon bietet einen Lebensraum für wirklich eine Vielzahl von Vogelarten, Fischen und anderen Wildtieren. Es ist wohl auch ein bedeutendes Gebiet für Zugvögel und deshalb ein beliebter Ort für Vogelbeobachtungen. Nach einem kleinen Fußmarsch kommt man dann auch am Meer an und kann sich schön entspannen und die Füße ins kühle Wasser stecken. Wir gönnen uns jetzt eine kleine Stärkung in Bob Morris Beach Café. Hier sitzt man mit den Füßen im Sand und dem Blick aufs Meer wirklich wunderschön. Das Essen und die Getränke waren ebenfalls lecker und wir würden euch das Restaurant ganz gerne ans Herz legen. Angeblich kann man hier übrigens auch sehr, sehr lecker frühstücken. Auf unserem Weg zurück kommen wir auch am Malibu Fishing Pier vorbei. Dieser Pier ist sowohl bekannt, weil man hier super gut fischen kann, aber eben auch einen tollen Ausblick auf den Pazifischen Ozean hat. Der Pier wurde 1934 eröffnet und hat sich zudem wirklich zu einem tollen Wahrzeichen in Malibu entwickelt. Hier findet sowohl Freizeitfischerei als auch kommerzielle Fischerei statt. Die Fischer holen hier Kabeljaue, Forellen, Makrelen und andere regionale Fische aus dem Wasser. Wenn ihr in Malibu seid, dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und nun neigt sich unser kleiner Trip nach Los Angeles auch schon dem Ende zu. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen und wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!